Hallo zusammen. Bevor wir Argentinien verlassen, möchten wir noch einmal eine ganz spezielle Region im Nordwesten des Landes erkunden: die Puna. Der Begriff Puna stammt aus der Sprache der Quechua und bedeutet so viel wie hohes Land, was es eigentlich ziemlich auf den Punkt trifft. Die Ökoregion Puna liegt auf etwa 3.500 bis 5.000 Meter über Null und erstreckt sich von Nordwestargentinien über Chile, Bolivien bis Peru. Auch die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Welt, gehört zu eben dieser Region. Und weil die Puna so hoch liegt, müssen wir uns stufenweise an die Höhe anpassen, um nicht der Höhenkrankheit zum Opfer zu fallen. Das macht nämlich gar keinen Spaß und ist auch völlig unnötig. Hier zwischen dem Vulkan Carachipampa und der Lagune Carachipampa finden wir einen super Schlafplatz auf unter 3000 Meter Höhe und haben gleichzeitig ganz viel zu entdecken. Im Gegensatz zu Atacama, die auf der anderen Seite der Andenbergkette liegt, ist die Puna auf der argentinischen Seite doch etwas feuchter, es fällt etwas mehr Niederschlag und das merkt man sofort. Überall da, wo Wasser ist auch Leben. Und hier an der Lagune Carachipampa sind wir umgeben von Flamingos und Lamaherden und sogar ein paar Libellen tummeln sich hier am Wasser. Kurz vor der kleinen Oasenstadt Antofagasta de la Sierra finden wir eine andere Lagune am Fuß eines anderen Vulkans. Hier, fast unsichtbar versteckt, finden wir alte Ruinen aus der Inka-Zeit. Auf über 20 Hektar erstrecken sich Wohnräume, Gänge, Terrassen, Gräber, alles Mögliche. Und für uns gleicht das Ganze wie ein riesiger Irrgarten. Da die Stadt aus Vulkangestein gebaut ist, ist sie von unten auf den ersten Blick erstmal gar nicht sichtbar. Antofagasta de la Sierra ist die letzte größere Wohnsiedlung. Hier füllen wir nicht nur unsere Vorräte auf, sondern treffen uns auch mit Biene und Mike, die uns auf unserem Weg durch die Puna begleiten werden. Denn reist man in die abgelegenen Gebiete, ist es zu zweit im Falle einer Panne nicht nur sicherer, es macht auch einfach Spaß, ein solches Abenteuer gemeinsam zu erleben. Und prompt war es gut, jemanden hinter uns zu haben. Heb's mal auf, bitte. Das schaut jetzt nicht so aus, als würde es schon seit Tagen da liegen oder so. Was ist das? Luftfilter. Unseren verlorenen Luftfilterdeckel haben wir nicht gefunden, aber man kann sich ja selbst helfen. In Antofalla wohnen wir dem Fest der Flagge und zu Ehren der Pachamama bei. Die Pachamama ist so etwas wie Mutter Erde und scheint einiges zu vertragen, wenn man sieht, was ihr an Alkohol, Kokablättern und Zigaretten so geopfert wird.
Über ruckelige Pisten geht es für uns weiter bis zum Cono de Areta. Der Cono ist ein fast 200 Meter hoher Berg, der beinahe wie eine perfekte Pyramide mitten im Salar der Arizaro steht. Ja, guten Morgen. Wir stehen jetzt hier gerade nach einer wunderbar ruhigen Nacht am Cono vor der Mineneinfahrt. Das ist eine Minenstraße, die wir nehmen wollen. Da brauchen wir ein Begleitfahrzeug. Hier warten wir jetzt mal mitten in der Wüste im Nichts. So, wir stehen hier mitten in der Puna und haben einen defekten Keilriemen. Ganz klassisch, hat erst schön gequietscht und dann macht's Boom und dann ging gar nichts mehr an der Lichtmaschine. Jetzt wechseln wir erstmal. So, Okay, den Sechser kann ich. wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon mal Achter. Und die Ratschläge. so, anscheinend haben wir das Rätselslösung gefunden und es war wirklich nur das. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder am Fahren. Ich glaube, es gibt da kein Heim. Warum nicht? Ich will wenigstens die Temperatur testen. Ja, halt doch die Hand rein. Aber wollen wir hier ein bisschen Salz farmen? Die Salz hier ist richtig rein. Mal schnell so rein. Schaut gut aus. Hab ich halt nicht. Schaut wieder gleich aus. Schau, ob man. Ich glaube halt, das ist halt, wenn du siehst, wie sich das da entwickelt, macht's. Auf unserem Weg durch die Desierto del Diablo, der Wüste des Teufels, befinden wir uns langsam auf der Zielgeraden unserer 10-tägigen Puna-Reise. Wir sind immer noch fasziniert, wie abwechslungsreich diese abgelegene Region im Nordwesten Argentiniens ist. All die Ausblicke auf die majestätischen Vulkane, auf denen sogar auf den höchsten Spitzen teilweise noch Inka-Ruinen zu finden sind, und die wundervollen Salzseen, die wir unterwegs gesehen haben, werden auf jeden Fall noch lange in unserer Erinnerung verweilen. Wir haben hier in der Puna nicht nur unglaublich viel gesehen und erlebt, sondern auch 2 neue Freunde hinzugewonnen, wofür wir sehr dankbar sind.
Gemeinsam fahren wir noch bis San Antonio de los Cobres und von dort verlassen wir die Hochebene und fahren wieder nach unten in Richtung Salta.